Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 38 Memory. Seine Sicht. Die drei haben erneut den Anfang, diesmal als wären sie persönlich anwesend gewesen, gesehen, wie Sadana auf das erste Piratenschiff kommt, sich für ihre Cousine opfert und auch wie sie ihre Eltern tot auf dem blutverschmierten Küchenboden auffindet. Ich fühle mich etwas unwohl dabei, aber andererseits erzählt sie kaum etwas von sich und so erfahre ich vielleicht von ihrer Verbindung zu Doflamingo. Ace scheint nicht sehr angetan von ihren Erinnerungen zu sein und ist ungewohnt still geworden, während Beppo seinen Blick nur bedrückt abwenden kann. Ihre Erzählungen direkt, beinahe greifbar vor sich mitzuerleben, ist scheinbar nichts für schwache Nerven. Diese Insel kann gefährlich werden, wenn die gesehenen Szenen zu lebensecht und schmerzhaft werden. Das haben die drei bereits verstanden. Sie durften die gesehenen Dinge nicht zu nah an sich heranlassen. Aber das war einfacher gesagt als getan. Schließlich waren das keine erfundenen Geschichten, und umso länger die drei auf der Insel waren, umso intensiver spürten sie die Emotionen, die wohl auch die Kleine in diesem Moment verspürt haben musste. Geschockt bleiben sie stehen. Eine ungefähr 8-jährige Version von Sadana hängt mit Ketten an den Handgelenken vom Himmel. Das Kettenende ist nicht zu erkennen. Nur am Rande bemerkt man, wie die Umgebung langsam an Dunkelheit zunimmt und sich schließlich in einen engen, bedrückenden und verschmutzten Raum verwandelt, bevor sich dieser augenscheinlich materialisiert und Sadanas Ketten nun an der Decke befestigt sind. Sie muss bereits länger dort hängen, da sich das scharfe Metall durch ihr eigenes, kaum vorhandenes Gewicht in ihr Fleisch geschnitten hat. Sie hat viele kleine Schnittwunden über den ganzen Körper verteilt. Der Arzt in Law muss hart schlucken, als ein Mann wie aus dem Nichts mit einem Messer dazukommt. Sie ist sogar zu schwach, um ihren Kopf zu heben. Oder hat sie aufgegeben? Grob packt der dicke Mann ihr Kinn zwischen Daumen und Zeigefinger und zwingt sie, ihn anzusehen. In Law schäumt die Wut auf. Ruhig tritt er näher, um alles sehen zu können, hält jedoch eine Minute später überrascht inne. Der Fette steckt ihr die Klinge grob in den Mundraum und schneidet dabei beinahe ihre Mundwinkel weiter auf. »Wirst du dich endlich unterwerfen?« fragt er sie drohend. »Soweit kommt's noch.« »Was? Habe ich Ihre Gedanken aus diesem Moment gehört? Wieso? Weil ich jetzt so nahe stehe? Diese Insel. Was würde dann passieren, wenn ich mich an Ihren Platz stelle?« Die Kleine sieht ihn nur kalt an und drückt ihre Zunge fest gegen die scharfe Klinge. Bereits eine Sekunde später läuft ihr warmes Blut die Klinge bis zum Griff entlang, wo es dann auf den rötlichen Boden tropft und sich eine kleine Pfütze bildet. Wütend nimmt der Ältere das Messer wieder aus ihrem Mund und beugt sich stattdessen zu ihrem linken Bein runter. Unsanft schiebt er ihr das Hosenbein hoch und besieht sich grinsend die Narbe. Law erkennt, dass die Narbe nicht allzu lange verheilt sein dürfte, also frisch ist. Alarmiert blitzt kurz etwas in ihren Augen auf, bevor sie ausdruckslos stur nach vorne blickt. »Ich halte es aus, bis Joe Hilfe geholt hat.« Sie glaubt nach Jahren immer noch daran, dass Hilfe kommt? Law wendet brodelnd vor Wut den Blick ab, während er sich fragt, wie sie es schafft, jeden Tag mit einem Lächeln aufzustehen. »Es ist gleich soweit«, grinst der Fette zu ihr hoch, bevor er sich einen Stuhl nimmt und sich ihr gegenüber setzt. »Perverser Sack.« Ekelhaft. Kurze Zeit später ist es so, als würde jemand die Erinnerung vorspulen. Binnen Sekunden kommen Männer rein, verletzen sie, gehen wieder, waschen ihren Körper, gehen wieder, ihre Wunden heilen und sie wächst. Ihre Haare werden länger. Ihr Körper verändert sich. Sie schreit nicht, weint in Einsamkeit und mittlerweile kann sie an den Ketten stehen. Stundenlang, tagelang. Es sind immer noch ihre Erinnerungen, oder? Wenn sie sich nicht im Einzelnen an die Folter erinnert oder erinnern will, spielt wohl alles in Sekunden in ihrem Kopf ab. Überlegt Law ruhig. Plötzlich löst sich die Szene wie ein Schwall Rauch auf und verschwimmt ineinander. Was macht das mit den Psychen? Und trotzdem ist sie nicht eingeknickt. Sie ist bewundernswert, bricht Ace geknickt die Stille. Sie war erst 7 Jahre alt. Einfach... Wow. Beppo nickt traurig, während Trafalgar sich nur weiter auf die Insel konzentriert. Irgendetwas scheint er zu übersehen. Ein Mann kommt auf Law zu, geht durch ihn durch und legt Sadana hinter ihm Ketten und eine Augenbinde an. Um den Piraten herum wird es pechschwarz. Sie sehen nur die Kleine. Plötzlich hören sie Schrei und ein Klirren, wie Metall, was aufeinander trifft. Dann bricht die kleine Stein zusammen. Doch so schnell es gekommen ist, ist es auch wieder vorbei. Sie hebt schnell ihren Kopf. Da sie die Außenwelt nicht sehen konnte, ist doch nichts außer sie selbst in dieser Erinnerung. Aber was übersehe ich?
Verwirrt und nachdenklich sehen sich die drei an. Haben diese Szenen noch was miteinander zu tun? Nuschelt der Bär leise, ohne seinen Blick abzuwenden. Vorsichtig, fast liebevoll wird ihr die Augenbinde abgenommen, wodurch es mehrere Minuten lang strahlend hell wird. Fluchend hebt Law einen Arm über die Augen, um dem grellen Licht zu entkommen. Langsam erkennt man einen großen Schatten vor Sadhana. Ein riesiger Mann mit einer verspiegelten Sonnenbrille, blonden Haaren und einem pinken Federmantel. Doflamingo. So hat sie ihn kennengelernt? Er hat sie gerettet? Aber dann hätten wir sie nicht bei den Piraten gefunden. Irgendetwas muss noch passieren. Schnell trennte er mit der bloßen Hand die Ketten durch. Der Mann entfernt sich wieder, und kaum ist er außer sich, schreit sie erneut auf. Trafalgar kann nur stimmlos zusehen, wie seine junge, naive Kleine in ihr Verderben rennt, während er sich unter anderem fragt, ob es wirklich Zufall war. Erneut hört er ihre Gedanken durch seinen Kopf dringen, als wären es seine eigenen. Was ist hier los? Was ist das? Warte! Schreit sie ihm panisch nach. Erneut erklingt das eigenartige Lachen und Flamingo kommt zurück. Wer bist du? Don Quixote do Flamingo. Und du, Kleine? Ich weiß nicht mehr. Irgendwas mit S, glaube ich. Antwortet sie verwirrt. Du bist Pirat? Fragt sie weiter, bevor er lachend nickt. Erneut will er gehen. Kann ich mit dir kommen, Sir? Ruft sie ihm verzweifelt nach. Tu's nicht, Kleiner. Was rede ich da? Es ist bereits geschehen. Trafalgar schüttelt schnell den Kopf. Diese Bilder taten ihm nicht gut. Wie wäre es mit einem Deal? Du tust, was ich dir sage. Dafür bekommst du alles, was du willst. Schlägt er ihr vor. Also eine Sklavin sein, der es an nichts fehlt, dafür aber auch keine Schmerzen mehr? Sie wollte keine Schmerzen mehr. Was hat er gemacht, damit sie keine mehr hatte? Einverstanden, stimmt sie zu und hält ihm die Hand hin. Lachend schlägt auch er ein. Wieso hat er ihr geholfen? Das war doch von Anfang an geplant. Erneut endet die Erinnerung und verschwimmt. Das ist also dieser Doflamingo, wirft Ace gereizt in die Runde. Trafalgar nickt nur still. Er hatte selbst eine nicht so goldige Vergangenheit mit diesem manipulativen Mann und würde sich sicher nicht jetzt mit dieser auseinandersetzen. Der ist ja 3-mal so groß wie sie. Staunt die Sommersprosse grummelnd und geht mit den beiden weiter, auch wenn sie sich scheinbar nur im Kreis bewegen. Teddy! Kreischt die Kleine aufgeregt, weswegen Beppo sich sofort überrascht und freudig umdreht, doch vor ihm steht er selbst. Er selbst hält Sarana, so wie sie ihre Nakama kennen und lieben, in den Armen und drückt sie fest an sich. Der Bär sackt bei dem Anblick etwas in sich zusammen, während Trafalgar nachdenklich die Szene vor sich betrachtet. Sofort verpufft sie wieder und gleich neben Ace erscheint eine weitere, weswegen er erschrocken etwas zur Seite stolpert. Sarana sitzt nun mit Tränen in den Augen auf dem Schoß von Pinguin, ihren Kopf in seine Halsbeuge und ihre Arme um seinen Oberkörper geschlungen. Lachend erwidert er ihre Umarmung und tätschelt sie am Kopf. Trafalgar sieht mit nachdenklichem Blick auf seine eigene Brust runter, die plötzlich unangenehm zieht. Zeitgleich, als die Szene sich auflöst, hören die Anwesenden eine weibliche Stimme nachdenklich brummen. Die Erinnerungen spielen binnen Sekunden ab und scheinen beinahe ineinander überzulaufen, weswegen sich die Anwesenden schnell mehrfach um die eigene Achse drehen müssen. Sarana steht mit gekräuselten Lippen und verengten Augen vor dem Koch der Hartpiraten. Ohne länger zu zögern nimmt sie eine seiner Hände und legt sie sich an die Brust. Was soll denn das? Keift er mit hochrotem Kopf, während er 2 Meter zur Seite springt. Sie legt den Kopf schief. Ich muss wissen, was ich für eine Größe habe, erklärt sie ihm verständnislos. Als die Erinnerung verschwimmt, beginnt Ace zu prusten, hat er als einziges nah bei ihr gestanden und ihre Gedanken aus dem Moment gehört. Sie ist so süß, lacht der Feuerbändiger grinsend, worauf Trafalgar leicht errötet und seinen Blick beleidigt abwendet. Das wusste er bereits, ohne dass ihn der Idiot darauf aufmerksam machen musste. Er legt seine Hand auf seine Brust. Zu seiner Verwunderung verspürt der Hartpirat bei Pinguin leichte Eifersucht, die er bei Sashi oder Beppo nicht verspürt hat. Im Gegenteil, als er die beiden gerade so vertraut gesehen hat, hat er sich gefreut und ebenfalls über ihre Naivität gegrinst. Doch als Sarana sich so unverblümt an seinen Navigator gepresst hat, hat sein Herz etwas geschmerzt.
Woran liegt das? Gerade als die drei mit gemischten Gefühlen ihren Weg fortsetzen wollen, sind sie gefühlt keinen Meter weit gekommen, donnert es laut hinter ihnen, als würde man auf Metall einschlagen. Es ist seine eigene Stimme, die daraufhin ertönt, und er weiß auch noch genau, wann er diese Worte in den Mund genommen hatte. »Hör auf! Fühl etwas dabei, sonst frisst dich der Hass auf!« keift ein vergangener Law wütend, seine Faust neben den Kopf der Jüngeren. Alarmiert macht der reale Law auf dem Absatz kehrt und sprintet zu der Szene zurück. »Ich muss wissen, was sie über mich dachte.« »Was kümmert's dich?« fragt sie provokant nach und zieht eine Augenbraue skeptisch hoch. »Ich kann niemanden in meiner Crew gebrauchen, der nichts mehr fühlt«, antwortet er kalt und bringt etwas Abstand zwischen sie, während der echte Law neben den beiden Erinnerungsstücken zum Stehen kommt. Überrascht mustert sie ihn. »Was? Ich? Crew? Ich? Du bist stark, klug, loyal, die anderen mögen dich und man sieht es dir nicht einmal an. Ich kann so jemanden gebrauchen. Außerdem hast du kein Zuhause mehr, wo du hin kannst«, erklärt er ihr und stützt eine Hand neben ihr an der Wand ab. »Das Trio würde es mir nicht verzeihen, wenn ich ihre Nakama einfach wegschicke«, redet er weiter auf sie ein. Sorgt er sich um mich? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich mache doch nur Probleme. Ich verstehe es selbst noch nicht, gesteht sich der Ältere ein, als er ihre verwirrten Gedanken in seinem Kopf nachhallen hört. Eine einzelne Träne läuft ihre Wange entlang und ihre Lippen beben leicht. »Willst du meiner Crew beitreten? Willst du Piratin werden? Oder nicht?« Sie zögert. Nur weil du es bist. Einen anderen Kapitän will ich nicht. Die Szene löst sich auf. Ohne ein Wort über die Lippen zu bringen oder einen weiteren Gedanken zu verschwenden, geht er an seinen überraschten Begleitern vorbei. Sie folgen ihm perplex, trauen sich jedoch nicht, einen Kommentar über das eben Geschehene abzugeben. Trafalgar selbst ist einerseits zufrieden, andererseits weiß er nichts mit diesen Worten anzufangen. Er hat keine Ahnung, was er hineininterpretieren kann und was nicht. Er sieht mit gerunzelter Stirn zu der Szene zurück, erblickt jedoch nur Ace, der ihn grinsend, die Hände hinter dem Kopf verschränkt, mit wissendem Blick anstarrt. »Süße Worte«, stichelt er den Älteren leise, der sofort seinen Kopf abwendet und dort anläuft. Sie betreten eine Lounge, welche sein Unbehagen verschwinden lässt. Als erstes fällt ein großes Sofa ins Auge, auf dem der blonde Riese grinsend sitzt. Die Kleine sitzt ihm gegenüber. Sie liest still ein Buch und scheint etwas nervös zu sein. »Trink mit mir«, bricht der Ältere die Stille, weswegen sie leicht zusammenzuckt. Law stellt sich neben sie, um weiterhin ihre Gedanken zu hören. Ace, der das Prinzip ebenfalls langsam verstanden hat, tut es ihm nach einigem Zögern gleich. Sie sieht unsicher zu dem großgewachsenen Mann auf. Ich will nicht. Ich habe Angst vor ihm. Er hat einfach so jemanden umgebracht. Zittrig legt sie ihr Buch zur Seite, steht auf und füllt 2 Gläser mit Whisky. Sie hat bereits mit 10 Jahren getrunken? Jetzt verstehe ich, was sie gemeint hat. Sehr gut, Suki. Überrascht sieht sie zu ihm auf. Was? So werde ich dich ab heute nennen, lacht er. Missmutig muss Law mit ansehen, wie sich eine leichte Röte auf ihre Wangen legt. Ich habe einen Namen? Wieso hatte sie ausgerechnet Geliebte getauft? Genervt will Law seinen Blick abwenden, doch dann würde er nichts mehr mitbekommen, weswegen er grummelt und hasserfüllt Doflamingo anblitzt. Sie lächelt leicht, bevor sie mit Flamingo anstößt und trinkt. Sie hat nicht geklopft. Also hat sie die Angewohnheit bei ihm oder später entwickelt. Mein Zimmer ist rechts die Tür. Zieh dir etwas Sauberes an, Suki, befiehlt er ihr. Sie nickt leicht und geht in die besagte Tür. Erneut endet die Erinnerung. Wieso tut sie, was er sagt? Fragt Ace verständnislos. Noch tut sie es aus Angst, was er macht, wenn sie ihm nicht gehorcht. Noch? Ja, da sie niemanden mehr hat, wird sie ihm irgendwann vertrauen und ihm die grausamen Sachen, die er tut, verzeihen, erklärt Trafalgar missmutig seinen Gedanken. Wir werden also bald sehen, wie sich unsere Kleine unterwirft? Fragt Beppo geknickt, worauf Law nur schweigen kann. Wieso tötest du die Menschen? Erklingt wieder ihre Stimme und lässt die Anwesenden herumfahren. Sie ist etwas älter und sieht nicht mehr so schlimm zugerichtet aus. Sie trägt ein pinkes Kleid, trägt süße Kniestrümpfe mit Schleifen dran und hat einen weißen Reifen ins Haar gesteckt. Sie wirkt nicht mehr so ängstlich, aber auch nicht mehr so engstirnig und sitzt nun auf dem gleichen Sofa wie Flamingo. Sie sieht ausgeglichen und wohlerzogen aus.
Da hat er aber gute Arbeit geleistet. Von der vorlauten, kalten Donnerbraut zu einem wohlerzogenen, niedlichen Mädchen. Gesteht sich Law ein, ohne recht zu wissen, was ihm eigentlich lieber ist. Diese Menschen wollten mir und meinen Leuten schaden, Suki, erklärt er ihr ernst. Bei dem Satz starrt Law hellhörig zu Doflamingo. Mir ist aufgefallen, dass er sie nur in bestimmten Situationen Suki nennt. Er hat sie mit der Zeit wie ein Hund dressiert, stellt der Arzt fassungslos und mit aufgerissenen Augen fest. Immer wenn sie etwas tun oder glauben soll, setzt er ihren Namen dahinter. Dieser... Gereizt funkelt Law den Mann vor sich an. Komm her, Suki. Diesmal ohne Bedenken oder Zögern rutscht die Kleine näher an ihn dann. Er würde mir nie wehtun. Du hast ja keine Ahnung. Sie rutscht von dem Sofa und stellt sich vor ihn. Kurz darauf macht sie einen Knicks und senkt unterwürfig ihren Blick. Darf ich? Der Blonde lacht auf, bevor er sie vorsichtig auf seinen Schoß setzt. Hab ich was verpasst? Gehen die Erinnerungen nach Zufallsprinzip? Regt sich Ace lautstark auf und deutet fassungslos mit der flachen Hand auf das Bild vor sich. Als hätte ihn ein Blitz getroffen, schält Laws Kopf zu seinen Begleitern. Das sind die Erinnerungen, an die sie jetzt gerade denkt. Darum sind sie so zufällig zusammengewürfelt, erklärt er den beiden, die sofort zustimmt nicken. Das macht irgendwo Sinn, bestätigt der Bär nachdenklich und legt grübelnd seine Pfote ans Kinn. Heißt das, dass es noch Hoffnung gibt? Sie hat schließlich auch an euch gedacht, fragt der Feuerbändiger ausnahmsweise ernst. Trafalgar kann nichts erwidern, dreht sich zurück zu der Szene und lässt somit die Frage offen im Raum stehen. Seine Begleiter verstehen seine nicht vorhandene Antwort und belassen es erstmal dabei. Schlecht gelaunt sieht Law, wie Sarana sich an seinen Todfeind kuschelt und ihn mit glitzernden Augen anhimmelt. Wie darf ich dich bezeichnen? Fragt sie höflich nach. Ich glaube, mir wird schlecht. Zeitgleich mit seinen Gedanken beginnt Ace würgende Geräusche von sich zu geben, was ihn in Laws Augen zum ersten Mal sympathisch erscheinen lässt und ihn leicht zum Grinsen bringt. Das ist deine Sache. Aber Doffy oder junger Meister gefällt mir, Suki. Lacht der Ältere und sieht lächelnd zu ihr runter. Verstanden, Meister, bestätigt sie beschämt und vergräbt ihren Kopf an seiner Brust. Die Erinnerung endet. Er manipuliert sie, oder? Fragt Beppo nachdenklich. Law nickt mit finsterem Blick. Und sie bemerkt es nicht einmal, jammert Ace vorwurfsvoll. Mich würde interessieren, was passiert, wenn wir hier länger bleiben. Irgendwann müsste sie Zeit genug gehabt haben, über alles nachzudenken und sich zwangsläufig mit der Gegenwart beschäftigen. Überlegt Law laut, weswegen auch die anderen ins Grübeln kommen. Scheint diese nachdenkliche Stimmung auf dieser Insel Standard zu sein. Gute Frage, aber so lange können wir nicht bleiben, bestätigt Beppo, wird jedoch von der nächsten Erinnerung unterbrochen. Die Kleine sitzt brav auf dem Schoß des Älteren und himmelt ihn mit den Augen an, während er sie wie eine Katze am Kopf streichelt. Bemerkt sie nicht, dass er sie wie ein scheiß Tier behandelt und erzieht? Knurrt Ace wütend und funkelt die Erinnerung hasserfüllt und verständnislos an. Sie ist eine gute Schwertkämpferin und gehorcht mir aufs Wort. Solange ich sie immer wieder lobe, tötet sie selbst Menschen für mich. Aber ich werde sie nicht mehr allzu lange behalten. Wir haben wahrscheinlich alle daran gedacht, wie wir ihn umbringen. Knurrt der Pirat gedanklich und überlegt, ob es was bringt, wenn man die Erinnerung angreifen würde. Umziehen, befiehlt er ihr und hebt sie runter, worauf sie strahlend in ein Zimmer eilt. Lächelnd greift der Pirat nach seinem Glas und trinkt genüsslich aus diesem. Mal sehen, wie lange ich sie behalte. Falls was bei der Entsorgung schief geht, sollte ich jemanden beauftragen, dafür zu sorgen, dass sie tot bleibt. Ich hole sie mir zurück und dann töte ich ihn. Schnellen Schrittes, aber gesittet, kehrt sie zurück zu dem Blonden. Nun trägt sie nur noch ein knappes Hemd und Kniestrümpfe. Hat er irgendeinen Fetisch? Grinsend fährt sich der Ältere mit der Zunge über die Lippen und hebt die Kleinere auf seinen Schoß. Die Augen der drei weiten sich und ihre Münder klappen auf. Selbst Trafalgar kann sein Entsetzen und den Schock nicht verbergen. Die Kleine hat sich an seinem Hemd hochgezogen, um ihn zu küssen. Dieser pädophile Drecksvogel! Wütend wendet sich die Tätowierte von der Szene ab und stampft zurück Richtung Schiff. Wir gehen, das müssen wir nicht sehen, befiehlt Law beim Vorbeigehen Stoff. Schnell sind die drei wieder an der Death.
Während Beppo und Ace geladen die Planken hochgehen, hört Law eine weitere Erinnerung gleich vor ihm auf dem Meer. Ein Sturm tobt und die Kleine wird von Flamingo über Bord gestoßen. Geschockt macht Law einen Schritt nach vorne, kommt jedoch wieder zur Besinnung, als er mit dem Fuß ins Wasser steigt und dadurch sofort Erschöpfung seinen Körper durchflutet. Die Erinnerungen sehen so echt aus. Schnell verschwimmen die Bilder wieder, als wäre nie etwas passiert. Was ist danach passiert? Ihre Sicht. Suki, er wollte mich töten, erklärt mir Flamingo ernst. Knurrend besehe ich mir den Mann vor mir. Seine Hände sind hinter seinem Rücken gekettet, er ist größer als ich, wirkt nicht wirklich bedrohlich und andere Dinge brauche ich mir nicht zu merken. Es ist unwichtig. Ich kenne ihn nicht. Ruhig gehe ich einige Schritte auf den Mann zu, bleibe kurz vor ihm stehen und blicke zu ihm auf. Was soll ich tun, Meister? Frage ich zuckersüß, ohne meinen Blick von dem Mann abzuwenden. Töte ihn. Geschockt starre ich den Mann an. Jemanden töten? Der mir nichts getan hat und von dem ich nicht weiß, ob er überhaupt was getan hat? Aber ich sehe bedrückt über meine Schulter zu Doffy. Ich trete dem braunhaarigen Mann in die Kniekehle, sodass er unsanft zu Boden fällt und ziehe ihn dann wieder am Kragen auf die Beine, einfach um meine Macht über ihn zu verdeutlichen. Ich will, dass er mich noch einmal so stolz ansieht. Mit leeren Augen aktiviere ich meine Teufelskraft und ziehe mein Katana aus der Scheide an meiner Hüfte. Töte ihn langsam, Suki. Bestimmt Doffy lachend. Was hat er gemacht? Frage ich interessiert, während ich dem Mann meine Donnerklinge an den Hals lege. Der Fremde sieht ängstlich und verzweifelt zu mir runter und ich erkenne dieses bekannte Flehen in den Augen. Aber bei mir hat doch auch nie jemand Gnade gezeigt. Ist das wichtig? Ich lache kalt hinter erhobener Hand. Nein, überhaupt nicht. Ich ramme dem Mann meine Klinge ins rechte Bein, dass er schreiend erneut zu Boden geht. Meine Blitze brennen die Wunde aus, sodass ich diesen Vorgang viele Male wiederholen kann. Ich setze mich rittlings auf den winselnden Mann unter mir. Bitte, beginnt er, doch ich lasse ihn nicht zu Wort kommen und berühre ihn ruhig mit dem Zeigefinger. Er schreit schmerzverzerrt auf und ich beginne belustigt ein Lied zu summen. Ich betrachte meine Hand und dann seine verbrannte Haut. Ich habe meine ganze Energie auf meine Fingerkuppe konzentriert und ihn dann einfach nur noch berühren müssen, damit seine Haut an dieser Stelle verkohlt. Es ist so einfach. Nachdem ich ihn an weiteren Stellen berührt habe, setze ich zum letzten Schlag an. Er hat Dutzende kreisrunde Verbrennungen auf seiner Haut, an den verschiedensten Stellen, und sein Körper ist von tiefen Schnitten übersät, die ich ihm zusätzlich mit dem Katana zugefügt habe. Ich halte ihn mit meinen Händen am Hals auf Augenhöhe, bevor ich grinsend meine Energie durch seinen Körper jage. Ich vernehme einen lauten Schrei und binnen Sekunden fällt mir der Mann leblos vor die Füße auf den Boden. Strahlend wende ich mich an meinen Meister, der mich, wie erhofft, stolz ansieht. Dieses unbekannte, aber wohlige Gefühl durchströmt mein Herz und breitet sich in meinem kompletten Körper aus. Abgesehen von meiner blutsverwandten Familie hat mich noch nie jemand so angesehen, wie Doffy es tut, wenn ich ihm gehorche. Ich will nicht, dass es aufhört. Das Gefühl ist berauschend. Blutüberströmt gehe ich mit einem strahlenden Lächeln auf Flamingo zu. Das erinnert mich an etwas. Wie ein Déjà-vu. Was habe ich diesmal woanders gemacht? Vor ihm bleibe ich stehen und sehe mit einem Welpenblick zu ihm auf. Er lacht laut und tätschelt liebevoll meinen Kopf. Sehr gut gemacht. Unsicher zupfe ich an meinen durchtränkten und rot verfärbten Klamotten. Er bemerkt es und spricht mich darauf an. Ich würde gerne mit meinen Brüdern in Kontakt bleiben, Doffy, beginne ich kleinlaut. Ich verspreche dir, dass ich immer an deiner Seite bleibe, alles tue, was du willst und dich nicht verrate. Ich will nur ihre Stimmen hören. Ich muss sie auch nicht sehen, erkläre ich ihm bestimmt und sehe abwartend zu ihm auf.